Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Agentur für Online-Händler. In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr auf Instagram, Facebook und Twitter Beiträge reposten könnt. Wenn euch dieses Video gefällt, dann gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Der einfachste Weg, einen Beitrag, der euch auf Instagram gut gefällt, euren Followern zu zeigen, ist, diesen in eurer Story zu reposten. Drückt dazu auf den Papierflieger unter dem Post, den ihr gerne teilen möchtet. Danach drückt ihr auf Beitrag in deine Story posten und Instagram öffnet eine Vorschau des Beitrags in der Story. Außerdem wird der Eigentümer des Posts automatisch in eurer Story kenntlich gemacht, wodurch ihr euch keine Gedanken über die Rechte machen müsst. Drückt auf deine Story und schon habt ihr den Beitrag geteilt. Wenn ihr auf Instagram Beiträge in eurem Feed teilen möchtet, ist das über die Instagram-App leider nicht möglich. Doch es gibt eine Möglichkeit, wie es trotzdem funktioniert. Dabei solltet ihr aber daran denken, dass ihr den Repost kenntlich macht und angebt, von wem der Beitrag ist, den ihr geteilt habt. Instagram-Beiträge könnt ihr zum Beispiel mit der App Repost Plus reposten. Es gibt viele verschiedene Repost-Apps, aber wir zeigen euch in diesem Video ein Beispiel dazu anhand dieser App. Ladet euch als erstes die App im App Store kostenlos herunter. Wenn ihr das getan habt, braucht ihr nur noch den Link des Beitrages zu kopieren und anschließend Repost Plus zu öffnen. Und schon könnt ihr den Beitrag in eurem Feed posten. Kommen wir zu Instagram Stories. Eine Story könnt ihr nur reposten, wenn ihr in dieser markiert worden seid. Wenn das der Fall ist, bekommt ihr eine Nachricht, in der ihr dann die Story findet und diese in eure Story reposten könnt. Wenn ihr nicht verlinkt wurdet und eine Story reposten möchtet, gibt es bei Story-Bildern die Möglichkeit, einfach einen Screenshot von der Story zu machen und diese dann in der eigenen Story mit einer Markierung des Herausgebers zu posten. Bei einem Video könnt ihr euren Bildschirm aufnehmen und dann das Video in der eigenen Story posten. Auch hier sollte die Markierung nicht fehlen. Bei Twitter könnt ihr Beiträge, die ihr mit euren Followern teilen möchtet, retweeten. Dadurch wird der Beitrag als Tweet geteilt und auch direkt der Urheber des Tweets kenntlich gemacht. Auf Facebook lassen sich Beiträge teilen mit der Funktion Teilen. Auch hier wird der Urheber kenntlich gemacht. Facebook Stories lassen sich nicht einfach so reposten. Hier empfehlen wir euch die gleiche Methode wie auch schon bei den Instagram Stories. Wie schon gesagt, solltet ihr bei jedem Repost unbedingt darauf achten, immer kenntlich zu machen, von wem der Beitrag ist, den ihr repostet. Bei den Methoden, für die ihr Screenshots oder eine externe App verwendet, solltet ihr den Content-Eigentümer unbedingt vorab um Erlaubnis fragen. So verhindert ihr, rechtliche Schwierigkeiten zu bekommen. Falls ihr dazu noch Fragen habt, dann meldet euch gerne bei den Experten von eBakery. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, um keine Tipps mehr von uns zu verpassen. Viel Erfolg wünscht euch euer eBakery-Team.